Während unseres Florida Roadtrips wollen wir zum ersten Mal den Everglades National Park besuchen. Und wir sind schon sehr gespannt auf das, was uns hier erwartet. Neben Alligatoren sind auch Krokodile, Manatees und Delfine in Flamingo ganz im Süden am Golf von Mexiko mit etwas Glück zu sehen. Und schon mal eins vorweg, wir hatten tatsächlich Glück. Außerdem haben wir noch einen ganz besonderen Bewohner der Everglades getroffen, was uns ziemlich überrascht hat. Dazu aber später mehr. Am meisten gespannt bin ich auf den Anhinga Trail, aber ich bin sicher, wir werden noch einiges andere entdecken, was wir nicht vorher erwartet haben. Bei der Anfahrt zum Nationalpark muss ich natürlich kurz anhalten, um eine Aufnahme hier zu machen. Übrigens, ich bin Alex. Meine Frau Jasmina und ich sind wieder einmal 3 Wochen auf einem Roadtrip in Florida unterwegs. Hallo liebe Freunde meines Kanals, ich bin Alex von Alex Travels und heute sind wir im wunderschönen sonnigen Florida. Ihr seht, die Sonne scheint mir ins Gesicht und wir besuchen heute zusammen den Everglades National Park. Ihr seht hier den Eingang genau hinter mir, ein wunderschönes Gebiet, das wir uns zusammen anschauen und ich würde sagen, wir fahren einfach gleich mal los, liebe Freunde. Mehr Videos über unsere Reisen findest du auf meinem YouTube-Kanal. Vielen Dank für einen Daumen nach oben und wenn du vielleicht sogar meinen Kanal abonnierst. Das hilft meinem kleinen Kanal tatsächlich sehr. Kurz vor der Einfahrt in den Park halten wir am Visitor Center an, um uns eine Map des Parks zu holen und ein wenig mit den Rangern zu plaudern. Denn die Nationalpark Ranger haben immer gute Tipps und Hinweise, was Besucher unbedingt ansehen sollten. Außerdem ist im Visitor Center des Everglades National Park so einiges zu sehen und zu lernen. Zum Beispiel, wie sich ein Alligator-Baby anhört. Oder ein Pig Frog, ein Schweinsfrosch. Und wie groß Alligatoren werden können und wie lange das dauert. Oder wie sich ein Alligator wirklich anfühlt. Denn mit einem lebenden Exemplar sollte man das besser nicht machen, auch wenn das schon vorgekommen sein soll. Wir haben hier etwas Zeit verbracht, mit einem sehr freundlichen Park Ranger gesprochen, um uns einige Tipps zu holen und uns dann auf den Weg in die Everglades gemacht. Eigentlich sind wir natürlich schon in den Everglades, aber wir wollen natürlich in den Everglades National Park mit allen Trails, die er zu bieten hat. Am Kassenhaus an der Einfahrt bezahlen wir $30, bekommen eine sehr gute Map mit allen Trails und Stops und sind gespannt auf unsere erste Station im Park. Unser erstes Ziel ist der wahrscheinlich beliebteste Trail im Park, der Anhinga Trail. Nach knapp 4 Meilen sind wir schon da und können es kaum erwarten, endlich selber auf den Anhinga und Gumbo Limbo Trail zu gehen. Beide Wege teilen sich übrigens einen Parkplatz am nächsten Visitor Center und liegen direkt nebeneinander. Gespannt und voller Vorfreude machen wir uns auf den Trail, auf den wir uns so lange gefreut haben. Der Anhinga Trail ist ein 0,8 Meilen langer, wunderschöner Weg, auf dem Besucher die Möglichkeit haben, Alligatoren, Schildkröten und eine Vielzahl von Vögeln aus nächster Nähe zu sehen. Der Anhinga Trail ist einer der beliebtesten Trails und bietet den Besuchern wunderschöne Ausblicke auf die Florida Everglades. Der Weg schlängelt sich durch ein Sägegras-Sumpfgebiet und bringt Besucher mitten in die unglaublich schöne Natur in den Everglades. Wir sehen auf unserem Weg auch einige Alligatoren und sind fasziniert, wie nahe wir den Tieren hier kommen. Neben den Alligatoren sehen wir auf unserem Weg auch immer wieder eine Vielzahl von Vogelarten, darunter Reiher, Ibisse und viele Anhingas. Im Wasser sind Schildkröten zu sehen, die sich öfters auch auf Baumstämmen oder Steinen sonnen. Der Rundweg führt über einen Holzsteg zu einer Aussichtsplattform an einem Teich, von der aus die vielfältige Tierwelt der Everglades ganz nahe zu sehen ist. Die Anhingas haben hier Neste, weshalb der Trail seinen Namen Anhinga Trail bekam. Wir haben hier einige Zeit verbracht und die Schönheit der Natur bewundert.
Danach machen wir uns auf den Weg zum Gumbo Limbo Trail. Der Gumbo Limbo Trail ist ein einfacher 0,4 Meilen langer Rundweg, der ebenfalls an der Station der Ranger beginnt und endet. Wenn du auf dem Gumbo Limbo Trail im Everglades National Park wanderst, hast du wirklich das Gefühl, in eine andere Welt versetzt worden zu sein. Der Pfad schlängelt sich durch eine tropische Hartholz-Hammock, ein dichtes und schattiges Gewirr aus Vegetation, das sich dramatisch von den weitläufigen Sumpfgebieten anderswo im Park unterscheidet. Viele Infotafeln auf dem Weg informieren über Flora und Fauna auf dem Gumbo Limbo Trail. Aufgrund des intensiven Wettbewerbs um Licht und Platz wächst die Vegetation hier in mehreren Schichten. Die höchsten Bäume, wie zum Beispiel Königspalm und Gumbo Limbos, bilden ein Blätterdach über den kleineren Bäumen, Sträuchern und Kräutern. Damit sind sie besser vor der Sonne geschützt. Die Natur, die du heute hier siehst, ist ein kleiner Überrest des riesigen Laubwaldes, der einst einen Großteil Südfloridas bedeckte. Anschließend machen wir uns auf den Weg weiter Richtung Süden zum Paheyoki Trail. Auf der Fahrt staunen wir über die nahezu endlos erscheinende Landschaft der Everglades. Etwas später kommen wir an unserem Ziel an. Auf dem Paheyoki Trail kannst du die Everglades so sehen, wie sie den frühen Bewohnern erschienen. Hunderte von Jahren lebten die Calusa, Mikosaki und frühe Pioniere in diesem Gebiet. Legt mich bitte nicht auf die Aussprache fest. Passten sich an und hatten hier ihre Heimat. Paheyoki ist ein Ausdruck der Seminolen und bedeutet Grassy Waters, also grasige Gewässer oder grasbewachsene Gewässer. Der Weg ist wunderschön und entlang des Weges gibt es Informationstafeln, die über die Flora und Fauna auf dem Weg informieren. Nach nur 100 Metern kommen wir am Highlight des Trails an, denn die Aussichtsplattform auf halber Strecke bietet einen atemberaubenden Blick auf diese Wildnis. Auf der etwas angehobenen Plattform kannst du erkennen, ob gerade Regen- oder Trockenzeit ist, Muster in den Bauminseln entdecken und aus einem besseren Blickwinkel die Wildtiere beobachten. Der Paheyoki Trail ist ein kurzer, einfacher Spaziergang, wie die meisten Trails hier in den Everglades. Der Weg ist 0,2 Meilen, also ca. 250 Meter lang und dauert etwa 20 Minuten. Wenn du den Everglades Nationalpark besuchst, kann ich dir diesen Weg nur empfehlen. Die Fahrt führt uns weiter tief in das Herz der Everglades. Das Wetter meint es gut mit uns, die Sonne scheint und der Tag ist noch jung. Circa 10 Meilen später kommen wir am Mahogany Hammock Trail an. Mahogany Hammock ist eine Insel am Rande des Shark River Sumpfgebiets im Everglades National Park. Die Insel beherbergt einen üppigen tropischen Baumbestand, in der uralte Mahagonibäume zu Rekordgrößen herangewachsen sind. Etwas versteckt gelegen und damit vor der Abholzung in der Vergangenheit geschützt, sind die Mahagonibäume auf dem höher gelegenen, trockeneren Boden des Hammock zu einer beeindruckenden Größe herangewachsen. Der Trail ist ein 700 Meter langer Weg, der sich durch die faszinierende Vegetation schlängelt, vom dichten Unterholz bis hinauf in die Baumkronen der mächtigen Bäume. Wir haben hier tatsächlich fast eine Stunde damit verbracht, die Naturwunder des Trails zu erkunden. Es war ein wunderbares Erlebnis und ich würde den Trail jedem empfehlen, der den Park besucht. Auf unserem Weg zur südlichsten Spitze des Everglades Nationalpark machen wir einen kurzen Zwischenstopp an einem der vielen Haltemöglichkeiten. Auf dem Weg sind zahlreiche Möglichkeiten, kurz anzuhalten, um die Natur zu bestaunen. Oft gibt es auch Tische und Stühle für eine kurze Pause.
Im Park werden auch Kajak- und Kanufahrten mit Guide angeboten. Einer der Anbieter von Kajaks und Kanus ist Carl's. Auf einer geführten Tour können die Everglades vom Wasser aus erkundet werden. Am Ende der Main Road durch den Everglades National Park bei Flamingo können auch spontan Kajaks, Kanus und Boote gemietet werden, um auf einem der Wasserwege das Abenteuer zu beginnen. I'm a rolling stone, bound to roam. Come the morning, or I'll be gone. Unser nächster Halt ist der neueste Trail hier, West Lake Trail. Der West Lake Trail ist ein wunderschöner Weg, der uns durch die Mangroven und zum West Lake führt. Auch der West Lake Trail ist ein großartiger Ort, um eine Vielzahl von Tieren zu beobachten, darunter Vögel, Krebse und Bromelien. Es ist tatsächlich der perfekte Ort, um die Landschaft zwischen Land und Meer zu erkunden. Dank des Holzsteges ist dieses Gebiet leicht zu erreichen und zu erkunden. Auf dem überschwemmten Waldboden sind Garnelen und Fische in Hülle und Fülle zu finden. Der reichhaltige Nährstoffmix aus herabgefallenen Blättern und anderen Pflanzenresten ist die perfekte Umgebung für diese Tiere. Anschließend machen wir uns weiter auf dem Weg zum südlichsten Punkt der Main Street. Watch the trees, falling leaves, like the breeze, won't you blow? Flamingo heißt der Ort am Golf von Mexiko und soll wunderschön sein. Hier sind mit etwas Glück Krokodile, Manatees und manchmal sogar Delfine zu sehen. Und wir sind schon ziemlich gespannt, dort anzukommen. Flamingo ist ein toller Ort. Es gibt hier viel zu sehen und zu tun, zum Beispiel wandern, radeln, paddeln und an von Rangern geleiteten Programmen teilnehmen. Du kannst auch etwas über die einzigartige Ökologie des Gebiets erfahren und einige der seltenen Tiere sehen, die hier zu Hause sind. Wir haben das Glück, einen Fischadler mit seinen Jungen in einem Nest zu sehen. Die Adlermutter wacht sorgfältig über ihre Küken und sorgt dafür, dass sie sicher und warm sind. Ein wunderschöner Anblick. Across the track, don't look back. Wir schauen auf das Wasser hinaus und bewundern die Mangroven und die Schönheit der Natur. Natürlich hoffen wir auch ein paar Manatees auftauchen zu sehen, die sich hier regelmäßig aufhalten sollen. Es ist friedlich und wunderschön. Dann sehen wir, wie sich etwas bewegt. Zuerst denken wir, es sei nur ein Fisch oder ein anderes kleines Tier, aber als wir genauer hinsehen, erkennen wir, dass es tatsächlich ein Krokodil ist, das in den Mangroven liegt. Ich bin kein Experte für Krokodile, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich nicht um einen Alligator handelt. Denn Krokodile haben eine V-förmige Schnauze wie dieses hier. Die Schnauze eines Krokodils kann sehr breit oder sehr schmal sein, aber sie hat immer die gleiche spitze Form. Außerdem schließen sich die Kiefer von oben nach unten und nicht von unten nach oben. Dieser Überbiss und Unterbiss bedeutet, dass der Kiefer eines Krokodils sowohl die oberen als auch die unteren Zähne in einer Art gezackten Formation zeigt. Wenn du genau hinsiehst, kannst du 5 der unteren Zähne sehen. Alligatoren haben eine große, breite Schnauze, die wie ein Buchstabe U geformt ist. Anders als bei Krokodilen schließt sich der Kiefer des Alligators nach unten und du kannst nur seine oberen Zähne sehen. Am südlichen Zipfel von Florida gelegen bietet Flamingo wunderschöne Campingplätze und eine Fülle von Freizeitaktivitäten. Und natürlich einen Blick auf die größte subtropische Wildnis des Landes. Wir sind einfach nur begeistert. In dem kleinen Marina Store bei Flamingo Adventures bietet sich eine große Auswahl an Lebensmitteln, Getränken, Bier, Wein, Kleinigkeiten, Geschenken, Souvenirs und natürlich auch Eis und Brennholz. Denn hier kann man auch campen.
Ein kleiner Tipp von uns am Rande, wenn ihr hier einmal sein solltet. Fahrt unbedingt von der Flamingo Marina am Flamingo Visitor Center noch ein Stück weiter in Richtung der Campgrounds. Der Flamingo Highway macht an den Campingplätzen dann eine Kurve nach links und ihr könnt bis ans Ende zum Guy Bradley Trail fahren. Hier gibt es eine Menge an Tischen und Stühlen, falls ihr hier ein Picknick machen möchtet. Wir haben uns ganz vorne am Wasser einen wunderschönen Platz gesucht. Denn hier könnt ihr euer Auto abstellen und nur ein paar Meter direkt nach vorne an den Flamingo Beach am Golf von Mexiko gehen. Bei guter Sicht könnt ihr hier ganz in der Ferne einen Teil der Florida Keys sehen und dieser Ort ist einfach wunderschön. Übrigens besuchen wir die Florida Keys und Key West in den nächsten Tagen. Wenn ihr Lust darauf habt, dann abonniert gleich meinen Kanal und gebt meinem Video einen Daumen nach oben. Vielen Dank dafür. Ein paar Muffins und einen Energy Drink später entschließen wir uns, diesen wunderschönen Ort zu verlassen und uns auf den Rückweg nach Homestead zu machen. Denn wir wollen heute Abend noch nach Miami Beach. Auf der Rückfahrt unterhalten meine Frau Yassi und ich uns noch lange über die Schönheit der Tierwelt und Pflanzenwelt im Everglades Nationalpark. Die subtropische Wildnis des zum Weltkulturerbe zählenden Everglades Nationalpark ist bei einem ersten Besuch und auf den ersten Blick vielleicht nicht sofort für jeden begeisternd, aber auf den zweiten Blick offenbaren die Everglades ihre ganze Einzigartigkeit und Schönheit. Für einen Besuch des Everglades Nationalparks solltet ihr euch einen ganzen Tag Zeit nehmen. Wenn ihr auf einige Trails gehen wollt und euch Flamingo ansehen möchtet, dann ist ein Tag schnell vorbei. Den Abend kann man dann entweder entspannt verbringen oder ihr macht es wie wir und geht am Abend nach Miami, um noch etwas Fun zu haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vielleicht auch etwas geholfen, euren nächsten Urlaub hier zu planen. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und vielleicht sogar meinen Kanal abonniert. Auf meinem Kanal findet ihr viele Videos aus Europa und den USA und natürlich auch aus Florida, denn das ist tatsächlich unser Happy Place. Unseren aktuellen Roadtrip durch Florida findet ihr auf meinem Kanal und ich blende euch das Video gleich oben rechts ein. In den nächsten Tagen werden wir die Florida Keys besuchen und den Happy Place meiner Frau, Key West. Danach geht es nach Naples, Clearwater und Sarasota. Wir werden den Honeymoon Beach besuchen, Sanibel und Captiva und natürlich Anna Maria Island, um nur einige zu nennen. Anschließend geht es zurück nach Orlando, um noch etwas Spaß in den Universal Studios zu haben, bevor wir wieder zurück nach Deutschland fliegen. Bis zum nächsten Video, vielen Dank fürs Zuschauen und habt Spaß, euer Alex.